Hab's ausgerechnet, soll ich die Chance sagen? Hast du meine Stats von Ja. meinen... Achso, er hat mich gescannt. Okay, gut, das Dann hatte ist... ich aber gescannt. Ja, okay, alles klar. 0,1. Das ist die Chance. Ist machbar! Danach 4 Gegner mit über 1%, Alter. Also muss der. Boah, ey, das wär's aber wirklich. Ja! Ja! Geil. Er ist down! Aber Er ist down! Oh mein Gott! 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 Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ihr seht es bereits schon, wir haben es tatsächlich geschafft. Die Holzfällerhütte hat das Podest erreicht und zum ersten Mal hat mein grüner Ork einen Hintergrund. Und ich muss sagen, das sieht verdammt sexy aus, dieser bronzene Hintergrund mit dem grünen Ork im Vordergrund. Also der Kontrast dazwischen ist schon sehr, sehr cool. Ist, wie gesagt, für mich das erste Mal auf dem Server, dass ich hier einen Hintergrund habe und für viele aus der Holzfällerhütte auch, dass sie überhaupt ja, das erste Mal einen Hintergrund ergattern konnten, weil ja, von vielen ist hier auch sozusagen der erste Account, den sie gespielt haben und ja, wir kamen bisher noch nie in den Genuss. Und ja, wer da gestern beim Stream dabei gewesen ist, war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Es war sehr intensiv, es war sehr spannend, es war wirklich extrem knapp. Und ja, am Ende haben wir uns dann behaupten können gegen Knights Husseini, die ja, ein Durchschnittslevel von 531 haben, gegen unsere Gilde, die ein Durchschnittslevel von 505 hat. Und ja, die deutlich mehr starke Spieler haben als wir. Wir konnten allerdings durch die Hell-Attacks tatsächlich immer uns einen sehr guten Vorteil verschaffen. Wir haben immer so 20k plus gemacht, wenn die Höllenangriffe durchgegangen sind. Also wir haben uns dahingehend ein bisschen besser strategisch aufgeteilt als Knights Husseini, ansonsten wäre es noch knapper geworden. Und ja, zum Schluss, die letzte Stunde, haben wir dann nochmal extrem gepusht. Ich habe so viel rausgeholt wie noch nie vorher. Es sind wirklich massiv Pilze geflogen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ansonsten habe ich für euch natürlich auch, Grüße gehen raus an Tim an der Stelle, der wieder hier die weltweite Elevator-Rangliste erstellt hat. Und dort könnt ihr natürlich auch sehr gerne mal, ja, ich werde mal gucken, ich hoffe, ich vergesse das nicht, ich werde mal die Liste verlinken, dann könnt ihr euch da selbst mal durchschauen. Ansonsten, ja, sind das hier die Gilden, die über 2 Millionen Höllenmarken gesammelt haben, hier zusammengefasst, angeführt von den Endgegnern. Die einzige Gilde, die ja, einen zweistelligen Millionenbetrag hier zusammenbekommen konnte, was eine extrem heftige Leistung ist. GZ auf jeden Fall an die Endgegner, gefolgt von Gods of Light und den Unfassbaren. Und dann kommt auch schon unser Server hier auf F9, da wo mein Main drauf spielt, Horizon, die hier auf Platz 4 gelandet sind. Ja, und ja, gefolgt von Mirror of Time, dann Phoenix, Rising Phoenix, wo auch mein Battlemage drin ist. Wir haben auch mit der Gilde eine extrem starke Leistung hier an den Tag bringen können. In den Top 10 haben wir uns niedergesiedelt und ja, auf jeden Fall extrem stark. Endgegner Alpha, Crit Happens hier auch am Start und Q, noch nie gehört vor die Gilde, keine Ahnung. Aber ja, das sind so die Top 10 auf jeden Fall. Wir gehen mal hier so ein bisschen durch. Ja, hier auf Platz 24 sind wir mit Celtic übrigens noch am Start. Und wenn man hier so ein bisschen durchstöbert, dann kann man sich vielleicht selbst irgendwo sehen, sich selbst und seine Gilde. Hier übrigens sind wir auf Platz 99 weltweit mit der Holzfällerhütte gelandet. Das heißt, wir sind innerhalb der Top 100 Gilden weltweit mit der Holzfällerhütte, was eine extrem starke Leistung ist, muss man mal so sagen. Wenn man bedenkt, dass sich seit der Serverfusion so viele starke Mega-Gilden gegründet haben, ist es trotzdem stark, dass wir als nicht fusionierter Server hier in den Top 100 mitspielen können, als nicht fusionierte Gilde. Wir haben hier übrigens auch, fand ich auch sehr interessant, den Fakt, das sind die Top 30 Gilden von denen, wo der Server noch nicht fusioniert worden ist. Die hat mir Tim auch zukommen lassen und dort sind wir tatsächlich mit der Holzfällerhütte auf Platz 6. Also da sind wir in den Top 10 der Gilden, wo der Server noch nicht fusioniert ist,
was auch extrem stark ist auf jeden Fall. Und ja, hier sind natürlich mehrere von W50 auch direkt in den Top 10 vertreten. 1, 2, 3, 4 Stück davon W50. Ja, und dann noch ein bisschen für andere Server aufgeteilt. Auch nochmal vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, der auf dem Server spielen sollte. Ansonsten gehen wir das Ganze mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Ihr könnt da natürlich auch zwischendurch sehr gerne mal stoppen. Aber wie gesagt, das sind so die Gilden, so bis circa 2 Millionen Höllenmarken, die hier getrackt worden sind von den Servern, die halt eben diese Höllen-Tokens erreicht haben. Und ja, ansonsten, wie gesagt, könnt ihr euch natürlich die Liste auch sehr gerne mal selbst so ein bisschen durchstöbern. Ist immer wieder interessant auf jeden Fall. Ist schade, dass sowas noch nicht in-game selbst so gibt, wo man ja dann direkt gucken kann, dass das Feature halt direkt in-game integriert ist, so eine Elevator eHof irgendwie, keine Ahnung. Das würde vielleicht auch nochmal den einen oder anderen ein bisschen mehr anregen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass halt eben ja, diese helle Tech deutlich das Voranschreiten der Höllenmarken gefördert hat. Aber nicht nur das, sondern auch meiner Meinung nach das Voranschreiten der Gilde, den Zusammenhalt bzw. die Chat-Aktivität untereinander. Und ja, viele haben gesagt, so, sie sind da nicht so begeistert von dieser helle Tech, die finden das jetzt nicht so geil. Das Feature an sich ist vielleicht noch hier und da bestimmt ein bisschen ausbaufähig, sag ich mal, aber das war jetzt nun das erste Mal, dass sie das so gelauncht haben. Was halt eben, finde ich persönlich, den größten Vorteil von diesem Höllenangriff geschaffen hat, ist halt die Kommunikation mit der Gilde untereinander. Also ich kann wirklich von allen Servern behaupten, auch wenn ich nicht auf allen Servern so Chat aktiv gewesen bin, dass halt wirklich die Chat-Aktivität insgesamt auf jedem Server, in jeder Gilde, in der ich spiele, extrem zugenommen hat. Und das ist wirklich ein riesengroßer Vorteil, meiner Meinung nach, von diesem Höllenangriff, der halt eben, ja, wie gesagt, dieses Zusammenspiel der Gilde nochmal auf ein höheres Level gebracht hat. Ansonsten hat ja jeder für sich selbst irgendwo schon im Elevator hier gepusht, aber durch dieses Höllenangriffs-Feature musste man sich dann wirklich koordinieren und ja, kooperieren mit seiner Gilde und absprechen, wo halt jeder hingeht, um halt eben das Maximum rauszuholen aus der ganzen Angelegenheit hier mit dem Höllenangriff. Und man hat es ja gesehen, es hat auf jeden Fall für uns dazu geführt, dass wir hier auf Platz 3 gelandet sind, weil wir halt, wie gesagt, nach den Höllenangriffen immer 20.000 höher waren als die Knights. Und ja, den Abstand haben sie dann tagsüber wieder wettgemacht, weil sie gepusht haben, ein bisschen mehr als wir. Und ja, aber zum Schluss ist ja nochmal am Ende des Tages, um 20 Uhr hatte ja der Elevator zugemacht und um 18 Uhr ging ja nochmal der letzte Höllenangriff durch. Das haben einige nicht auf dem Schirm gehabt. 2 Stunden bevor der Elevator zugemacht hatte, ging nochmal ein letzter Höllenangriff durch, der uns dann auch nochmal wieder 20.000 nach vorne katapultiert hat. Und ja, wir hatten das ja schon, beziehungsweise ich hatte das ja auch schon den Tag davor auf F9 zufällig im Video bemerkt. Ja, vielleicht erinnert ihr euch, dass ich da auch gesehen hatte, okay, der Elevator schließt dann und dann, aber dann und dann ist noch irgendwie, okay, man kann sich hier noch anmelden, okay, der scheint wohl irgendwie 2 Stunden vorher nochmal hier durchzugehen, der Angriff. Deswegen war es auf jeden Fall gut, dass man das vorher nochmal gesehen hat, dass das nächsten Tag halt eben, dass man sich darauf einstellen kann, dass da am letzten Tag nochmal so ein Höllenangriff passiert ist. Genau, ansonsten, ja, hier auf dem Server sind natürlich die Top-Gilden zu Hause, die halt eben am meisten Hell-Tokens zusammengesammelt haben, hier Endgegner und Gods of Light. Es war auf sehr vielen Servern wirklich extrem knapp gewesen. Auch hier war es nicht ganz unknapp, also es hätte auch noch anders laufen können auf jeden Fall. Aber ja, wir hatten gestern auch zum Beispiel den Chris, der ja bei den Endgegnern hier am Start ist, hatten wir im Call gehabt und ja, weil er ja auch bei uns auf W50 spielt in der Gilde. Das ist irgendwie der falsche Server hier. Das ist manchmal. Hallo. Ja, es ist W50 hier vielleicht auch, oder?
Warte mal, muss man mal aktualisieren hier. Auf jeden Fall hat er uns dann noch ganz kurz eine Bildschirmübertragung angemacht, wo er nochmal den letzten Höllenangriff von den Endgegnern gezeigt hatte. Ich glaube, das war Etage 9 gewesen. Die hatten sie dann ganz knapp nicht gelegt, beziehungsweise ein Gegner hatte, glaube ich, noch gefehlt. Also da sind sie auch schon extrem weit gekommen. Ne? Ja, aber ansonsten, ja, guckt auch sonst gerne den Stream von gestern nochmal nach, falls ihr da Interesse dran habt, da ist das nochmal kurz zu sehen. Zwar jetzt nicht in nicht bester Qualität, sag ich mal, über Discord-Übertragung, aber war auf jeden Fall recht interessant. Ja, ich freue mich definitiv auf den nächsten Elevator. Ich wollte diesmal eigentlich nicht so hart reingehen, aber dadurch, dass ja, das eben so knapp gewesen ist, es war halt ein Riesenerfolg für die Hütte an sich so. Jeder hat sein Bestes gegeben hier, das war super geil gestern, das Zusammenspiel. Ne? Und ja, das sieht man auch alleine von der Aufteilung der Höllenmarken her, dass alle wirklich sehr knapp beieinander sind. Der Abstand ist zwischen den Einzelnen nicht zu groß und das ja, zeugt halt davon, dass halt wirklich jeder so fast sein Maximum wirklich gegeben hat an den Tag, beziehungsweise an den 10 Tagen. Und ja, das rechne ich auf jeden Fall jeden hoch an. Und für uns als Holzhällerhütte, wie gesagt, persönlich ein riesengroßes Achievement hier auf dem Server. Und ja, uns halt eben so durchzusetzen gegen eine doch vermeintlich deutlich stärkere Gilde. Ne? Deswegen, ja, ist auf jeden Fall sehr cool gelaufen so alles. Ich freue mich über den Hintergrund und ja, das soll es erstmal soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt auch einen erfolgreichen Elevator absolvieren können. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr ja, schlussfassend nochmal zum Höllenangriff sagt. Wie gesagt, ich finde es zusammengefasst eigentlich alles rund um das Feature finde ich halt sehr cool, muss ich so sagen. Und mal gucken, wie es beim nächsten Mal aussieht. Ne? Aber wie gesagt, das war es erstmal soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.